Also stell dir das mal vor. Du stehst auf einem überfüllten U-Bahnsteig, von überall dröhnen Baugeräusche auf dich ein, jemand blast 2 Meter entfernt Musik in voller Lautstärke, und dann steckst du dir ein paar Ohrhörer für $50 rein und das alles verschwindet einfach. Weg? Als hätte jemand den Stummschalter für die ganze Welt gedrückt. Genau das ist mir passiert, als ich die Moondrop Pudding zum ersten Mal ausprobiert habe, und ehrlich gesagt musste ich sie kurz rausnehmen, nur um sicher zu gehen, dass ich mir das nicht einbilde. Die Dinger kosten $50, Leute. 50. Und Moondrop hat da Technologie reingepackt, die ich bei diesem Preis wirklich nicht erwartet hätte. Wir reden von echtzeitadaptiver Geräuschunterdrückung, Bluetooth 6.0, einem 10 mm Nanotitan-Dynamiktreiber, KI-gestützter Anrufverbesserung, einem 10-Band-Parametrik-EQ und einer kombinierten Gesamtakkulaufzeit von über 53 Stunden. Das ist kein Budgetkompromiss. Das ist ein Budget-Statement. Und heute gehen wir tief in jedes einzelne dieser Features rein, denn ich glaube, Moondrop hat hier etwas wirklich Besonderes hingelegt. Wenn du neu hier bist und du liebst Audiotechnik, budgetfreundliches audiophilen Equipment und ehrliche Reviews ohne Drumherum, dann drück jetzt den Abonnieren-Button und hau den Like-Button, so hart du kannst. Das hilft diesem Kanal mehr als du weißt, und ich bringe jede Woche neuen Content. Jetzt lass uns loslegen. Also erstmal, lass uns kurz darüber reden, wer Moondrop eigentlich ist, weil der Kontext hier wirklich wichtig ist. Moondrop hat sich einen Namen in der Welt der kabelgebundenen In-Ear-Monitore gemacht. Das sind die Leute, die audiophile In-Ears bauen, die mit Produkten mithalten, die 5-mal so viel kosten. Ihre Abstimmungsphilosophie basiert auf etwas, das sie VDSF-Zielantwort nennen, was im Grunde ihr Ansatz ist, eine Frequenzkurve zu erreichen, die natürlich, detailliert und akkurat klingt. Sie waren schon immer besessen von Verzerrungswerten, Treiberqualität und dem richtigen Tuning. Und jetzt bringen sie all diese DNA direkt in ein $50 True Wireless Paket. Das ist der Pudding. Der Name ist irgendwie niedlich, aber lass dich davon nicht täuschen, denn unter dem süßen Branding steckt eine wirklich ernsthafte Ingenieursarbeit. Fangen wir mit dem an, was mich absolut umgehauen hat, nämlich dem ANC. Weil die Sache so ist, die meisten TWS-Ohrhörer in diesem Preisbereich verwenden sogenannte hybride Vorwärts-Rückwärts-Geräuschunterdrückung. Dieses System funktioniert okay in kontrollierten Umgebungen, okay in ruhigen Büros, aber in dem Moment, in dem du in eine chaotische Alltagssituation trittst, fängt es an zusammenzubrechen. Das Geräusch verändert sich zu schnell, der statische Algorithmus kann nicht mithalten, und du hast am Ende dieses merkwürdige Druckgefühl im Ohr und trotzdem noch Geräusche durch die Isolation hindurch. Moondrop hat gesagt, vergiss das, und stattdessen etwas entwickelt, was sie RT-adaptive ANC nennen, also echtzeitadaptive aktive Geräuschunterdrückung. Es gibt ein Mikrofon, das direkt im Gehörgang sitzt und ständig die Klangumgebung liest und in Echtzeit kompensiert, kontinuierlich aktualisiert, kontinuierlich angepasst. Es ist kein einmal einstellen und vergessen. Es arbeitet immer, lernt immer, schließt immer die Lücke zwischen dem, was reinkommt, und dem, was du eigentlich hören möchtest. Das Ergebnis ist eine Geräuschunterdrückung, die in realen Umgebungen tatsächlich das erreicht, was man von Ohrhörern erwartet, die 2- oder 3-mal so viel kosten. Als ich die Pudding auf einer belebten Straße getestet habe, in einem Café mit laufenden Espressomaschinen und Gesprächen überall, und sogar in einem Fitnessstudio mit lauter Musik, hat der Pudding das einfach hingekriegt. Sauber. Souverän. Ohne dieses unangenehme Druckgefühl, das man bei aggressivem ANC auf billigeren Ohrhörern bekommt. Jetzt reden wir über den Klang selbst, denn hier glänzt Moondrop immer, und der Pudding ist da keine Ausnahme. In jedem Ohrhörer steckt ein 10 mm Dynamiktreiber, gebaut mit einer Nanotitan-Kristalldom-Membran. Titandomtreiber findet man normalerweise in wesentlich teureren Geräten, weil sie ein außergewöhnliches Steifigkeit-Gewicht-Verhältnis bieten, was sich direkt in kontrollierten, genauen Klangeigenschaften mit minimaler Verzerrung niederschlägt. Sie haben diesen Treiber mit einem N52-Neodymium-Magneten und einer leichten Schwingspule gepaart, und das gesamte System ist in einem Vollmetallgehäuse untergebracht. Der Clear-Faktor liegt unter 0,05%. Das ist eine Spezifikation, die man bei $50 einfach nicht sieht.
Um das in Perspektive zu setzen, viele Consumer-Ohrhörer in diesem Preisbereich haben Verzerrungswerte, die 10-mal höher liegen als das, und man hört es als eine Art Trübheit oder Schärfe, besonders wenn es laut wird. Der Pudding bleibt sauber. Die Abstimmung folgt Moondrops VDSF-Zielantwort, die dir ein natürliches Klangbild liefert, klare Abbildung und eine weite Bühne, die für ein geschlossenes TWS-Design überraschend offen wirkt. Bass ist vorhanden und druckvoll, ohne übertrieben zu sein, die Mitten sind klar und strukturiert, und die Höhen haben Details ohne jede Schärfe. Es klingt einfach richtig. Und hier wird es für die Audio-Nerds unter euch noch interessanter. Der Pudding unterstützt den hochauflösenden LHDCV-Drahtlosübertragungsstandard. LHDC ist ein Codec, der Bitraten von bis zu 1000 Kilobit pro Sekunde übertragen kann und 24-Bit Audio unterstützt. Zum Vergleich, Standard AAC kommt auf rund 250 Kilobit pro Sekunde. Wenn du also ein Smartphone hast, das LHDC unterstützt, und das gilt für viele Android-Geräte von Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo und Huawei, bekommst du ein echtes hochauflösendes drahtloses Audiosignal in diese Ohrhörer. Das in Kombination mit der Treiberqualität und den niedrigen Verzerrungswerten bedeutet, dass du Musik näher so hörst, wie der Künstler es beabsichtigt hat, als mit den meisten drahtlosen Alternativen in jeder Preisklasse. Die Verbindung läuft über Bluetooth 6.0. Moondrop verwendet hier einen 22-Nanometer Flaggschiff-Niedrigenergie-Chipsatz und die Stabilität, die ich erlebt habe, war absolut solide. Keine Aussetzer, keine Stotter, nahtloser Gerätewechsel und automatisches Pairing beim Öffnen des Deckels, das jedes Mal einfach funktioniert. Hey, kurz, wenn du dieses Review hilfreich findest und etwas Neues lernst, hau einen Like auf dieses Video. Das dauert 2 Sekunden und hilft wirklich dabei, diesen Content mehr Menschen zu zeigen. Ich schätze jeden einzelnen von euch, der gerade zuschaut. Jetzt reden wir über die smarten Features, denn Moondrop hat beim Pudding auf der Softwareseite wirklich alles gegeben. Die Moondrop-App gibt dir Zugang zu einem 10-Band-Parametrik-EQ mit einer professionellen Abstimmungsoberfläche, die tatsächlich präzise und nutzbar ist, nicht nur ein spielzeugartiger 5-Band-Preset-Schieberegler wie bei den meisten Apps in diesem Preisbereich. Es gibt auch das, was sie als zweite Generation interaktiver DSP-Funktionalität bezeichnen, die es dir ermöglicht, eine personalisierte Sound-Target-ID basierend auf deinen eigenen Hörpräferenzen in Kombination mit den akustischen Eigenschaften der Ohrhörer selbst zu erstellen. Du kannst deine EQ-Presets mit der Online-Community teilen, Presets von anderen Nutzern herunterladen und im Grunde auf ein ganzes Ökosystem aus Audio-Tuning-Wissen zugreifen. Dass ein $50-Ohrhörer dieses Niveau an Softwareintegration bietet, ist wirklich beeindruckend. Die App gibt dir auch Kontrolle über den Low-Latency-Game-Modus, der die Eingangsverzögerung für mobiles Gaming deutlich reduziert, und du kannst die Touch-Bedienelemente der Ohrhörer nach deinen Wünschen anpassen, was ich immer schätze, weil die Standardbelegungen nie für jeden perfekt sind. Die Anrufqualität möchte ich gezielt ansprechen, weil sie bei Budget-TWS-Ohrhörern oft das schwache Glied ist, und Moondrop hat das offensichtlich gewusst. Der Pudding verwendet KI-gestützte Umgebungsgeräuschunterdrückung auf der Mikrofonseite mit einer eingebauten Neural Processing Unit im Chipsatz, die in Echtzeit menschliche Stimmen vom Hintergrundgeräusch trennt. Ich habe Anrufe in lauten Umgebungen gemacht, draußen mit Wind und in belebten Umgebungen mit viel Hintergrundgeplapper, und die Leute am anderen Ende haben konsequent gesagt, ich klinge klar. Das ist nicht immer der Fall bei Budget-Ohrhörern, wo die Anrufqualität manchmal wirklich peinlich sein kann. Moondrop hat das hier gerockt. Die Akkulaufzeit ist ebenfalls solide. Du bekommst 12,5 Stunden aus den Ohrhörern selbst mit einer einzigen Ladung, und das Ladecase hält genug Energie für eine kombinierte Gesamtlaufzeit von über 53 Stunden. Das sind mehrere Tage ernsthafter Nutzung ohne Sorge um eine Steckdose. Das Case lädt per USB-C, was im Jahr 2025 eine Selbstverständlichkeit sein sollte, aber es ist trotzdem erwähnenswert, weil manche Marken immer noch Micro-USB-Anschlüsse an Budget-Cases verstecken, und das ist einfach nicht akzeptabel. Die Ohrhörer gibt es in 3 Farbvarianten, Abyss Grey, Latte White und Gelb, und ehrlich gesagt sehen alle 3 sauber aus. Das Design ist kompakt, der Sitz ist sicher und der Tragekomfort für längere Sessions ist wirklich gut.
Sie unterstützen Dual-Device-Konnektivität, also kannst du gleichzeitig mit deinem Laptop und deinem Smartphone verbunden bleiben und nahtlos zwischen ihnen wechseln, ohne den üblichen Verbindungsärger. Also, wo landet der Moondrop Pudding insgesamt und für wen ist er eigentlich? Hör mal, wenn du jemand bist, der das dem Flaggschiff-TVS-Erlebnis so nah wie möglich kommende Gerät ohne Flaggschiffpreise möchte, sollte der Pudding definitiv auf deinem Radar sein. Das RT-adaptive ANC ist in realen Umgebungen tatsächlich eine Stufe über dem, was man in diesem Preisbereich üblicherweise antrifft. Die Treiberqualität und die Verzerrungsperformance spiegeln Moondrops audiophile Abstammung auf bedeutungsvolle Weise wider. Die LHDCV-Unterstützung für Android-Nutzer öffnet hochauflösendes drahtloses Audio, das die meisten $50-Ohrhörer nicht mal ansatzweise erwähnen. Die App- und EQ-Anpassung ist tiefgreifend und befriedigend. Und die Anrufklarheit ist besser als bei den meisten Budgetkonkurrenten. Gibt es Kompromisse? Klar. LHDCV erfordert kompatible Hardware, um den vollen Vorteil zu nutzen, und die effektive Drahtlosreichweite beträgt etwa 10 Meter in offenen Umgebungen, was Standard ist, aber es lohnt sich, das zu wissen. Aber bei $50 ist der Moondrop Pudding eines jener seltenen Produkte, die wirklich weit über ihrer Gewichtsklasse kämpfen. Moondrop war schon immer die Marke, die audiophile fragen lässt, warum gebe ich eigentlich mehr Geld aus, und der Pudding setzt diese Tradition direkt in die drahtlose TVS-Welt fort. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du bei den neuesten budget-audiophilen Geräten, TVS-Reviews und ehrlichen Tech-Einschätzungen immer up-to-date bleiben möchtest, dann abonniere jetzt diesen Kanal und drück die Glocke, damit du nichts verpasst. Und wenn dieses Review dir geholfen hat, eine Entscheidung zu treffen oder einfach etwas Cooles gelernt hast, hinterlasse einen Like, weil es diesen Kanal wirklich voranbringt. Bis zum nächsten Video.